Hat man gute Chancen auf gutes Equipment Elementor? Ja, eigentlich schon. Elementor ist eigentlich das Einzige, was wirklich teuer ist, die Waffe halt. Ich meine, das ist eigentlich bei jeder Klasse so. Die Sets sind ja viel günstiger, aber die Sets musst du einfach nur haben. Plus 10 und 28% ist ziemlich easy. Aber vermutlich wird es ja diesmal so sein, dass Herneswaffen leichter zu bekommen sein werden. Also eigentlich nicht vermutlich, eigentlich steht es schon fest, weil es gibt ja diesmal Kriton. Und Kriton hat eine höhere Chance auf Herneswaffen. Kriton wird wahrscheinlich von jedem gefarmt. Also ich zum Beispiel und ich denke mal auch viele andere Leute haben letztes Mal wahrscheinlich kaum bis keine Giants gefarmt. Weil die Giants auch extrem umkämpft sind auf dem FEC, die Herneswaffen droppen. Und die meisten Herneswaffen werden auch von Giants weiterhin kommen. Aber Kriton ist da jetzt halt unterstützend am Start, indem er erstens Spray and Amethyst viele droppen wird und zweitens auch zusätzliche Herneswaffen. Und alle Cursed Dungeons werden auch Spray and Amethyst zusätzlich droppen. Und auch dadurch werden neue Herneswaffen entstehen. Also ganz anders als letztes Mal. Letztes Mal waren Herneswaffen auch schweineteuer. Vor allem von den Klassen, wo die Herneswaffe best in Slot ist, also zum Beispiel Elementor. Aber dieses Mal wird es wahrscheinlich viel mehr Herneswaffen geben, also wird es vermutlich auch leichter sein, die... also was heißt leichter? Es wird wahrscheinlich günstiger sein. Es muss eigentlich günstiger sein. Und bei Elementor ist eben die Herneswaffe die beste in Slot, also würde er dieses Mal davon profitieren und müsste dann theoretisch günstiger sein als letztes Mal. Also nicht zwingend günstig, aber auf jeden Fall so, dass es realistisch ist. Realistisch ist es. Mit Ella kann man nicht so gut Geeks farmen. Nee, eigentlich gar nicht. Also kann man schon, aber es macht keiner, weil es sinnlos ist. Frage mich halt, wie man das Elementor da rankommen soll. An das Equipment. Naja, du musst halt einen Bloody Stuff haben. Das ist bei jeder Klasse gleich. Du musst halt mit Bloody anfangen. Je früher, desto besser. Je früher du Bloody hast, desto besser. Bloody kann man sich ja, wenn man nicht allzu viel Pech hat, so wie ich, relativ easy erspielen, indem du einfach deine NPC-Waffen zu Diamonds machst und aus den Diamonds und anderen NPC-Waffen dann wiederum den Stuff selber craftest. Da musst du halt so schnell wie möglich hochleveln und Dungeons farmen. Also die Gruppen-Dungeon, Instanz-Dungeons. Am Anfang hat jeder Bloody-Waffen. Die ersten Cursed Dungeons werden mit Bloody-Waffen gelegt. Weil es ja gar nicht anders geht. Ich meine, gut, Herneswaffen vielleicht. Also, gut, manche haben vielleicht dann schon Herneswaffen, ja. Aber die meisten werden dann einfach noch mit Bloody spielen. Obviously. Und als das Update rauskam mit Hernes, Wilds und so weiter, da hatten auch alle noch Bloody-Waffen. Das ist sehr logisch. Ich meine, neues Update. Wie soll ich denn da mit einer Dusagas Crystal-Waffe rumlaufen, ohne dass ich jemals einen Dungeon geklärt habe? Oder ohne dass irgendjemand jemals einen Dungeon geklärt hat? Und bei den Herneswaffen war es ja auch so. Ich meine, die sind auch ziemlich selten gewesen. Die kamen zwar auch... Also, manche Leute haben halt Glück, ne? Töten 2 Giants, droppen direkt. Aber da hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis die mal Mainstream waren. Und auf dem FEC wird es genauso sein. Also die ersten Runs werden von Bloody wahrscheinlich dominiert sein. Erstmal Bloody und 135er Sets. Und dann wird halt nach und nach gechanged. Also nach und nach halt umgerüstet auf Crystal und Hernes. Und da muss man halt möglichst früh dabei sein. Weil wenn du am Anfang dabei bist, also würde ich jetzt mal vermuten, juckt keinen, dass du noch Bloody hast. Aber wenn du nach 2 Monaten noch mit Bloody rumläufst, dann würde ich halt kein Schwein mehr mit in die Dungeons nehmen. Weil sich halt jeder denken wird, ja, Alter, was läufst denn du noch mit Bloody rum? Jeder hat schon Dusake, Crystal oder Hernes und du läufst hier mit Bloody rum. Dich nehmen wir nicht mit, du machst viel zu wenig Schaden mit deinem Trash-Equip. Also ja. Musst dich halt ranhalten. Als Elle. Weil du solo halt nicht viel machen kannst, musst du halt möglichst gucken, dass du den Anschluss nicht verlierst.
Aber es ist auch nicht das Einzige. Ich meine, du kannst auch mit Leveln viel Kohle verdienen als Elementor, theoretisch. Auch ohne Dungeons wäre es theoretisch möglich, sich... Also krasses Equipment eher nicht. Aber sich generell Equipment zu erspielen, geht auch mit Leveln only. Also ich habe letztes Mal gelevelt only und hatte auch also ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich hatte auch sehr viele Protects, ich glaube über 500 ungebundene A-Protects, also quasi 25.000 F-Coin, und ich habe nur gelevelt, ich habe keine Dungeons gefarmt, ich habe keine Solo-Giants gefarmt, ich habe keine Bosse gefarmt und hatte trotzdem so viele A-Products, über 500, ich glaube knapp 600 Stück waren das, ungebundene, also zusätzlich zu meinen Seelengebundenen, die ich auf jedem Char hatte, 80 Stück oder was das waren auf jedem Char, Seelengebundene, hatte ich auch noch auf jedem Char, nicht auf jedem Char, hatte ich auch noch mit meinem Geld, was ich quasi verdient hatte, wie gesagt, eigentlich nur durch Leveln, hatte ich über 20.000 F-Coin. Und ja, also am besten, wie gesagt, Serverstart gut nutzen. Den habe ich halt damals nicht genutzt. Sonst hätte ich auch viel mehr noch gehabt. Aber ich habe beim Serverstart halt nicht wirklich gespielt damals. Also letztes Jahr. Du musst halt den Serverstart einfach so gut nutzen, wie es möglich ist. Am besten den Anschluss gar nicht verlieren. Dann kannst du direkt mitten in die Dungeons, auch wenn du nur Bloody hast. Solltest du den Anschluss doch verlieren oder so, ist auch nicht so schlimm. Dann kannst du es ja trotzdem erspielen. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Und du wirst halt vielleicht erstmal Schwierigkeiten haben, mit den Dungeons zu kommen, weil sich halt wahrscheinlich viele dann an dem Bloody Stuff stören werden. Wenn du halt, sag ich mal, 2-3 Wochen später dran bist als die große Masse an Spielern, die am Anfang so hart reingrindet. Aber dann ist halt auch nicht alles verloren. Also dann kannst du ja trotzdem noch deine Kohle machen. Dann holst du halt irgendwie den Hernes-Stuff und dann kommst du wieder mit den Dungeons. Oder hast eine Gilde, die vielleicht so nice ist und dich trotzdem mitnimmt, auch wenn du nur Bloody hast. Musst halt gucken, dass du da die richtigen Leute findest. Aber so oder so, egal wie du es machst, du wirst es auf jeden Fall schaffen. Also wenn du wirklich willst und genug spielst, schaffst du es auf jeden Fall. Egal, auf welchem Wege du es machst. Sollte kein Problem sein. Sir.